Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben bereits gestern im Stream den Hellevator komplett durchgeentert und das war nicht wirklich eine Herausforderung, sag ich mal so. Ja, wir mussten ein paar Pilze aufladen, okay, aber ich hätte gedacht, dass es wirklich deutlich schwieriger ist. Dazu kommen wir gleich. Bevor das Ganze losgeht, habe ich natürlich auch dieses Mal wieder einen Hellevator-Code für euch parat. Dorza-A4K9. Dieser Code ist ab Stufe 10 einlösbar, wenn ihr am Hellevator-Event dran teilgenommen habt. Und ihr bekommt durch diesen Code 25 Hellevator-Tickets, einen Flügeltrank und 100 Treibsanduhren. Kostenlos, ja. Deswegen nutzt das gerne, löst ihn sehr gerne ein. Dazu müsst ihr einfach nur auf das Plus hier gehen und dann geht ihr auf Pilze, Coupon einlösen und dort könnt ihr dann den Code reinkopieren. Ja? Wenn ihr eurer Gilde auch was Gutes tun wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne hier über Post einfach dann eine neue Nachricht schreiben und wenn ihr hier oben auf das Symbol geht, dann bekommt eure ganze Gilde die E-Mail und hier könnt ihr dann diesen Code auch reinschreiben, dann hat eure ganze Gilde auch was davon. Ja, deswegen viel Spaß auf jeden Fall mit diesem Code und ja, wir gehen jetzt direkt rein und gucken uns an, was der Hellevator so vorgebracht hat, beziehungsweise ja, was er halt eben, was für eine Herausforderung hier stattgefunden haben. Wir haben 25 neue Gegner, die wir hier gesehen haben im Hellevator und das ist quasi hier das Thema der neuen Ebene und zwar finden wir diese einmal auf Ebene 1, ja, hier, Highway to Hell. Also in den ersten Ebenen haben wir gleich die neuen Gegner und zwar sind die so aufgeteilt, dass ein neuer Gegner kommt, dann ein alter Gegner, ein neuer, ein alter und da ja 50 Gegner in einer Stage drinne sind, haben wir dann halt eben 25 neue, so würde ich das jetzt sagen, ist es aufgesplittet und genau, das ist einmal die erste Etage, dann Höllenangriff 2, 3, 4, 5 und so weiter, das kennt man alles, ja, und jetzt haben wir hier zwei neue Etagen, das ist einmal der 11. Höllenangriff und Nummer 12 und Nummer 12 ist auch nochmal wie Nummer 1 das gleiche. Ja, wo man hier halt eben erst reinkommt, wenn man alle 600 Stockwerke besiegt hat. Dann kann man auf der Ebene 12 auch dran teilnehmen, wie ihr hier sehen könnt. Vorher geht das Ganze noch nicht. Genau, so sieht das Ganze aus. Also hier Ebene der höllischen Autobahn, wo rasende Rebellen auf Geschwindigkeitsbegrenzungen pfeifen und aufgeblähte Kühe wie einen echten Umweltsegen riechen lassen. Das Aufheulen heiß laufender Motoren und glühender Zylinder lässt die geteerte Straße unter den quietschenden Reifen vibrieren und schließlich aufplatzen. Ja? Hier so ein paar kleine Easter Eggs, hier Route 666, hier haben wir SOS, ja, ein SOS-Telefon, hier so ein kleines Hellemobil und hier auch nochmal so ein kleines Schild mit einer 600 drauf hier, ja, und hier, das ist auch das große Thema, Route 666. Ich sag euch ehrlich, hätten sie mal meine Idee übernommen, dann wäre hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung drin gewesen, denn ich hatte schon immer gesagt, Stufe 666 wäre wirklich so passend für den Hellevator, dass man sagt, okay, bis zu der Ebene fährt das Ganze und dann bist du wirklich in der Hölle. Ja, also das ist eigentlich 1:1, es ist prädestiniert. Ja. Jetzt haben sie sich entschieden, 100 weitere Stockwerke drauf zu packen. Und ich selbst persönlich habe keine wirklichen Probleme gehabt. Um mal so ein bisschen meinen Werdegang zu schildern. Ich habe angefangen auf Etage 20 goldene Schokomünzen zu nehmen. Das war relativ teuer. Ja? Also nicht die goldenen Schokomünzen, sondern die normalen Schokomünzen. Nicht die vergoldete Variante, sondern die normale. Ja, das ist sonst mir ein bisschen zu teuer. Also nicht diese Goldbuffs, sondern die normalen Schokomünzen. Da habe ich ab Etage 20 angefangen und dann bis 590 durchgezogen mit den Schokomünzen. Also ich bin bis Etage 590 gekommen, ohne Damage-Buffs zu nutzen, wie zum Beispiel den Spinat oder das Bier. Ja, bis dahin brauchte ich keine Damage-Buffs auf meinem Account. Und ab der Ebene habe ich dann angefangen, auf das Bier zu switchen und bin dann von den Schokomünzen weg und habe dann quasi die restlichen 10 Etagen, weil ab da an
habe ich einen richtig fetten Power Spike gemerkt, brauchte ich dann halt eben die Damage Buffs so, ne? Es ist ja heute der erste Tag hier auf F9 beim Elevator und die nächsten Tage kommen ja auch noch hier immer die prozentuale Erhöhung der Damage Buffs auf den Schleckereien mit hinzu. Also ihr seht das ja pro Tag, kommen dann hier auch, dann wird dann im Shop hier stehen 2% mehr Schaden, kommt dann damit dazu und das geht dann halt eben die 10 Tage so weiter hoch. Und dann hat man quasi auf die Buffs hier dann nachher am Ende dann auch nochmal plus 18 mehr Damage dann halt eben nochmal on top oben drauf. Wir haben es jetzt nicht gebraucht. Wir haben ohne diese zusätzlichen Damage Buffs Stockwerk 600 erreicht und konnten das so clearen. Wie gesagt, bis 590 sogar ohne Damage Buffs. Dann halt die letzten 10 waren nochmal deutlich schwieriger. Da musste ich nochmal dann auf das Bier. Und generell sind wir das erste Mal gestorben auf Etage 475. Bis dahin bin ich flawless durchgekommen. Also ich brauchte mich kein einziges Mal bis dahin reviven. Ab 475 dann das erste Mal gestorben. Und ja, die Gegner sind aber ab Stockwerk 500 sehr smooth weitergegangen vom Level her. Also wir haben nicht wirklich großartig einen fetten Damage-Spike gemerkt, so ab Etage 500. Das ging dann erst so ab 550 los, wo man es dann so leicht gemerkt hat, dass die Gegner ein bisschen schwieriger werden. Das hat man dann so ab der Etage gemerkt, aber vorher waren die Gegner nicht wirklich so eine Herausforderung. Ja, wir sind momentan auf Platz 1. Ich denke aber, wir werden hoffentlich bis zum Ende des Elevators Platz 2 verteidigen können. Letztes Mal waren wir ja auf Platz 3, da war Slicer noch vor uns gewesen. Horizon auf der 1, Slicer 2 und wir auf der 3. Ne, sieht man ja auch hier am bronzenen Hintergrund, dass wir das leider nicht geschafft haben. Ich hoffe mal, dass es diesmal anders wird. Ansonsten, ich habe an Tag 1 198.664 Höllenmarken erfarmen können. Für einen Tag ist das natürlich relativ viel. Es ist auch möglich, über 200.000 an Tag 1 zu kommen, wenn man die letzten Ebenen auch noch mit der goldenen Schokomünze spielen wollen würde. Wie gesagt, da habe ich halt eben drauf verzichtet, weil mir die Gegner ein bisschen zu schwierig geworden sind dann. Also da hätte ich nochmal deutlich mehr Pilze ausgeben müssen und das wollte ich jetzt nicht unbedingt, sag ich mal so. Deswegen habe ich das dann vermieden, da dann mit Shokis dann weiter zu fighten und bin dann, wie gesagt, aufs Bier dann geswitcht. Aber es ist möglich, auf jeden Fall. Und wir haben halt auch die ersten Etagen auch nicht mit Schokomünze. Gut, wir haben ab Etage, was war das? Ich glaube ab 20 angefangen. Ja, und das ist schon relativ früh natürlich. Ne? Deswegen, man muss dann von Anfang bis Ende durchziehen, wenn man die 200.000 schaffen will. Aber es ist definitiv möglich. Und ja, für mich, ich muss sagen, ich finde es zwar nice, dass ich so durch den Elevator durchgekommen bin und dass der mir nicht wirklich so Probleme gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ernüchternd, weil ich gedacht hätte, okay, der Elevator, der wird jetzt dieses Mal ein bisschen schwieriger. Es wird eine Herausforderung, weil beim letzten Mal war es schon keine Herausforderung auf Etage 500 zu kommen und da hatte ich noch das alte Equipment gehabt. Jetzt sind wir mit dem neuen Equipment auf Etage 600 gekommen und es war jetzt nicht wirklich auch eine Herausforderung. Also selbst beim nächsten Mal wird der Elevator jetzt ja nur noch leichter werden, als es halt eben jetzt schon der Fall ist, so auf jeden Fall. Ne? Deswegen, genau, so sieht das Ganze aus. Ich bin sehr gespannt, wie das auf den anderen Servern aussieht, wenn die Top-Gilden hier am Start gehen, wie viele Höllenmarken insgesamt gefarmt werden, wie die Listen da aussehen, da werde ich euch dann auch wieder informieren, wenn es dann soweit ist. Ansonsten hier die letzten 9 Ebenen geben nicht wirklich mehr an Gold. Das Gold ist eh schon sehr marginal, muss ich sagen, aus den Höllenangriffen. Also es lohnt sich jetzt nicht wirklich da so teilzunehmen, um die Rewards hier mitzunehmen. Wenn man das Gold als Einzelperson bekommen würde, wäre das nochmal was anderes. Dann würde man sagen, okay, es würde sich einigermaßen lohnen, aber dadurch, dass die Rewards ja hier, die ihr hier seht, durch die Anzahl der Mitglieder, die hier dran teilnehmen, nochmal gesplittet wird, also hier nochmal durch 2, ja, hier das wird auch durch 2 gesplittet, das durch 2, ne? Der Rewards wird sogar durch 4 gesplittet, ist es halt wirklich vom Reward her nicht worth, dran teilzunehmen, aber man unterstützt halt die Gilde in dem Bezug auf die Höllenmarken und die sind dann wiederum schon
relativ wichtig, dass man die mitnimmt, weil man ansonsten von der Konkurrenz natürlich abgehängt werden könnte und man so halt seine Platzierung hier verliert. Ja, deswegen für die Höllenmarken schon wichtig, für die Rewards leider sehr uninteressant. Und selbst auf den letzten Ebenen hier, wo es nochmal wahrscheinlich einen heftigen Power Spike geben wird, gibt es keine weiteren Belohnungen. Finde ich schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Das sind Sachen, die könnte man definitiv attraktiver gestalten. Höllenangriff generell spannender machen, beziehungsweise mehr Rewards geben, dann würden mehr Leute auch daran teilnehmen. Leider sind die momentan so sehr unbelohnend, muss man dazu sagen. Ne? Jo, ansonsten ist das so der momentane Stand. Ich werde die nächsten Tage natürlich auch versuchen, jeden Tag hier weiterhin die Etagen hier wegzupilzen, damit wir auch die maximalen Höllenmarken rausholen für diesen Elevator. Und genau, so sieht es momentan gerade auf meinem Char aus. Lasst mich sehr gerne wissen, wie weit ihr gekommen seid im Elevator. Und viel Spaß auf jeden Fall auch mit dem Code. Und das soll soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.